Die häufigsten Ursachen für Leistungsverlust, darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Meine persönliche Nummer 1, die häufigste Ursache für einen Leistungsverlust ist eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem. Wenn man sich das hier so ein bisschen anguckt, wir haben jetzt hier ein Modellbaurohr, aber grundsätzlich hat man ja Schlauch, Rohr, Schlauch, Rohr, Schlauch, Ladelluftkühler und dann geht es weiter, Schlauch, Rohr, Ansaugbrücke und dann ab in den Motor. Jetzt kann eine Schelle mal locker sein, dadurch kann Luft entweichen. Ein Schlauch, wenn er nicht ein Silikonschlauch ist, kann porös werden, kann Luft entweichen. Oder auch ein Ladeluftkühlerkasten kann sich lösen und dort die Luft entweichen. Oder auch selbst in der Ansaugbrücke gibt es Undichtigkeiten direkt am Anschluss zum Kopf oder wo auch immer. Wenn Luft entweicht, habe ich logischerweise weniger Luft im Motor, zu viel Kraftstoff in der Regel, je nachdem, wenn es nachgeregelt wird, dann wahrscheinlich immer noch das richtige Verhältnis, aber weniger Ladedruck als üblich, der ankommen sollte, und habe damit einen Leistungsverlust. Der Turbolader kämpft wie verrückt, dreht meistens dann die Drehzahl hoch, um den Ladedruck irgendwie zu halten. Dadurch wird es häufig nicht sofort bemerkt, führt dann aber oft auch mal zu einem Turboladerschaden. Ursache Nummer 2, ähnlich auch eine Undichtigkeit, aber hier bei der Ansteuerung des Wastegates bzw. der Druckdose. Hier führt das häufig zu Fehlern, dann meistens bei modernen Fahrzeugen auch die Motorkontrollleuchte kommt dann auf, weil irgendwas in der Regelung nicht passt. Der Turbolader soll einen Ladedruck schaffen, kriegt nicht das richtige Signal. Hier sind irgendwo am Wastegate Sachen locker, ein Anschluss undicht oder wie auch immer oder eine Steuerung oder bei elektronischer Steuerung auch ein Kabelproblem oder ein Elektronikproblem generell. Und dann wird nicht mehr die Leistung oder nicht mehr der Ladedruck erzeugt, der erzeugt werden soll, führt dann effektiv auch zu einem falschen Ladedruck, häufig durch Steuergerät dann korrigiert und per se natürlich dann zu einem Leistungsverlust. Insbesondere bei Dieselmotoren mit einer VTG-Steuerung, gerade über eine Unterdruckdose, kann genau da das Problem kommen. Es kann auch an der Druckdose selber liegen. Also wo da, ist egal, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Ladedrucksteuerung ein großes Problem darstellt bei Verlust der Leistung. Das wird meistens angezeigt im Fahrzeug, in modernen Fahrzeugen, in älteren Fahrzeugen nicht so. Aber ja, man kann zumindest dann, wenn diese Anzeige kommt, mal gucken, ob in der Ladedrucksteuerung alles stimmt. Als nächstes würde ich sagen, die Kraftstoffversorgung. Nicht zu oft. Wir reinigen Einspritzdüsen bei uns und nicht zu oft stellen wir fest, dass die wahnsinnig unterschiedlich sind, weil sie sich übers Alter zusetzen oder wie auch immer Sachen undicht werden etc. und dann nicht mehr so arbeiten, wie sie sollen, oder ich sage jetzt mal, alle Einspritzdüsen in Reihe oder V-Motor, wie auch immer, nicht mehr so sauber synchron laufen, wie sie sollen und in der gleichen Menge Kraftstoff durchlassen. Durch diese unsaubere Verbrennung komme ich ebenfalls zu einem Leistungsverlust, den ich nicht unbedingt sofort spüre und meistens nur dann merke, wenn ich denn mal die Einspritzdüsen reinigen lasse oder eben neue Düsen verbaue. Ebenso kann natürlich auch die Kraftstoffpumpe mal versagen und dadurch nicht mehr genug Kraftstoff im Motor ankommen oder auch das Kraftstoffsystem oder der Filter oder irgendwas zugesetzt sein und auch hier nicht mehr genug Kraftstoff ankommen, Luft kommt an, Gemisch passt nicht mehr, Leistung ist geringer. Dann Turbo wie Saugmotoren, Ansaugung, kann oft der Luftfilter, völlig banal, einfach nur verdreckt sein. Der Motor kann nicht mehr genug Luft ansaugen, auch der Turbo kann nicht mehr genug Luft ansaugen und auch das führt effektiv zu einem Leistungsverlust und im schlimmsten Fall auch zu einem Turboladerschaden. Turboladerschaden ist natürlich auch eins der Fälle, warum Leistung verloren gehen kann. Beim Turbolader kann die Abgasturbine beschädigt sein, dadurch schafft er nicht mehr die Drehzahl, die er schaffen soll. Die Frischluftturbine kann beschädigt sein, dadurch kommt der Luftumsatz nicht mehr von der Frischluft, die kommen soll. Das sind alles so, ja, gravierende Schäden, sage ich jetzt einfach mal, die auch dazu führen können, dass ihr keine Leistung mehr habt. Und das sind so die allerhöchsten Alarmglocken an der Stelle. Generell, logischerweise, können Schäden im Motor sein, wie auch bei einem Saugmotor auch. Die Zylinderkopfdichtung und Ventilschaftdichtung, weiß ich nicht, was es alles so gibt, was dafür sorgen kann, dass ihr keine Leistung mehr habt. Und ja, Benzin-Luft-Gemisch haben wir ja gerade gehabt. Also das letzte Benzin-Luft-Gemisch-Thema ist dann effektiv noch das Zünden dieses Gemischs. Insofern die Zündanlage, die kann auch eine Macke weghaben. Es können die Zündkerzen verschlissen sein. Es können aber auch bei vielen Motoren, gerade so typisch 1.8T oder 2.7er-T, können auch die Zündspulen gerne mal abrauchen. Wenn die Zündspulen nicht mehr richtig arbeiten, keine Zündung, keine Leistung. Ja, ich hoffe, euch ein paar Fragen beantwortet zu haben damit, euch ein paar Anreize gegeben zu haben, wenn ihr gerade bei euch irgendwie auf der Suche nach Leistungsverlust seid. Und
freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und dann ja, auf ein paar freundliche Kommentare oder auch fragende Kommentare. Wir helfen euch gerne weiter und bitte liken und die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Schon wieder die Uhr angehauen. Die ist, glaube ich, schneller kaputt, als Apple jemals sich gedacht hat, so eine Uhr kaputt machen zu können.